Plant ihr gerade euren nächsten großen Schwedenurlaub und wollt vielleicht sogar mit dem Wohnmobil kommen, zelten gehen oder euch einfach in der Natur aufhalten, dann müsst ihr euch ein wenig mit dem Jedermannsrecht oder auch Allemannsrecht genannt auskennen. Und ich gebe euch jetzt die 10 wichtigsten Teile des Jedermannsrechts, damit ihr euch beim nächsten Mal auch wirklich auskennt. Kommen wir zur ersten Regel. Und das ist das Recht, sich frei in der Natur bewegen zu dürfen. Und wichtig dabei ist natürlich, dass man die Natur nicht zerstört und dass man einen gewissen Abstand zu Privathäusern, Ferienhäusern einhält. Und dieser Abstand ist nicht genau festgelegt, aber man sagt in der Regel 100 bis 200 Meter, so als Faustregel. Und man geht in der Regel, sag ich mal, vom Garten der Leute aus. Das kann natürlich mal manchmal größer, manchmal kleiner sein, aber das ist so ungefähr die Faustregel. So, kommen wir zur zweiten Regel. Und jetzt geht es ums Übernachten im Zelt. Und da besagt das Jedermannsrecht, dass man in der Regel 1 bis 2 Tage im Zelt in der Natur übernachten darf. Und dann sollte man eigentlich auch wieder den Standort wechseln. So, wichtig jetzt. Das Jedermannsrecht gilt nicht für Campingautos und Wohnmobile und Wohnwagen und Autos mit Zelt, also alles, was noch irgendwie Räder dran hat, sondern ist eigentlich nur aufs Zelten beschränkt. Da sagt das schwedische Recht dann, dass man sich eigentlich auf Straßenränder fokussieren soll oder harte Plätze, Kiesplätze, ähnliches. Also da, wo man eigentlich auch mit dem Auto überhaupt noch hinkommt und nicht einfach mitten raus in die Natur. Rastplätze sind natürlich perfekt. Von daher wichtig, da ist ein Unterschied zwischen Wohnmobil und Zelt. Da gelten nicht dieselben Regeln und man soll natürlich jetzt auch mit seinem Wohnmobil nicht vorfahren, ein riesiges Zeltlager aufstellen, sondern es geht dabei nur ums Übernachten im Auto und ums Parken. So, das ist also wichtig beim nächsten Mal zu bedenken. Kommen wir zur dritten Regel. Das Recht, ein Feuer zu machen. Alle wollen natürlich super gerne ein Lagerfeuer abends anmachen, vielleicht auch das Essen dazu bereiten. Aber das Recht, ein Feuer zu machen, gehört nicht zum Jedermannsrecht dazu. Aber in der Regel ist es okay, ein Feuer zu machen. Das Wichtige ist nur, dass man sich informiert, ob es vielleicht ein Feuerband gibt. Und da muss man sich einfach im Internet vorher informieren. Häufig steht es bei den Kommunalverwaltungen auf der Internetseite oder auch beim Länsstyrelsen, also der Bundeslandsverwaltung in Schweden. Und da muss man einfach gerade im Sommer natürlich ein bisschen aufpassen, wenn es lange trocken war, dass es vielleicht ein Feuerband gibt. Alle, die natürlich ein Feuer machen wollen, brauchen auch Holz dafür. Und in der Regel ist es okay, Totholz dafür zu sammeln, aber kein lebendes Holz. Also ihr dürft keine Bäume verletzen oder Sträucher, sondern lebendes Holz ist tabu, weil das zu dem Waldeigentümer gehört. Aber Totholz darf in der Regel genutzt werden. So, kommen wir zur nächsten Regel. Und die meisten, die ja nach Schweden kommen möchten, wollen vielleicht Beeren pflücken, Blaubeeren, Pilze sammeln wie Pfifferlinge oder Steinpilze. Und für den Eigenverzehr ist das auch völlig in Ordnung. Manche Pilze oder auch Blumen können auf der roten Liste stehen und dürfen nicht gepflückt werden. Also falls man da was Besonderes pflücken möchte, ist es gut, sich da vorher zu informieren, dass man das auch wirklich pflücken darf. Jetzt geht es ums Jagen und Fischen. Viele kommen ja nach Schweden, um dort zu jagen und zu fischen. Und was das Jagen angeht, gehört das Jagdrecht immer zum Landeigentümer dazu. Das heißt, da gibt es keine Rechte im Jedermannsrecht, sondern da muss man sich mit den Landeigentümern auseinandersetzen. Was das Fischen angeht allerdings, darf im Meer und in den 5 größten Seen einfach gefischt werden mit Angel, aber nicht mit Netzen. Das ist in Ordnung. Und was die anderen Seen angeht, muss man in der Regel eine Fischereikarte lösen. Das kann man häufig online machen über ifiske.se. Den Link lege ich in die Beschreibung. Und damit bezahlt man eine kleine Summe, die dann an den Eigentümer der Fischereirechte geht. Und dann kann man dort dann fischen. Und einen Angelschein, so wie wir das in Deutschland haben, braucht es tatsächlich in Schweden nicht. Deswegen soll man natürlich trotzdem alle Regeln folgen, wie man auch mit den Fischen umgeht. Von daher ist natürlich ein Angelschein nicht verkehrt, aber es braucht es tatsächlich nicht. So, in der nächsten Regel geht es um die Hunde. Viele wollen ja gerne ihren Hund nach Schweden auch mitnehmen, ist auch in Ordnung. Allerdings gilt vom 1. März bis zum 20. August Koppelzwang hier in Schweden. Und auch außerhalb dieser Zeit muss man immer volle Kontrolle über seinen Hund haben. So, jetzt sind wir bald fertig, aber lasst uns doch noch einmal über Boote reden. Und zwar bei Booten gilt es eigentlich so ein bisschen wie mit Autos und Zelten auch. Man darf auch in seinem Boot eine Nacht an einem Ort übernachten, also dort ankern.
sollte dann aber auch wieder den Standort wechseln und natürlich auch hier die Distanz zu den Wohnhäusern gemäß dieser Faustregel einhalten. So, jetzt haben wir schon relativ viel über das Jedermannsrecht gehört. Und eine wichtige Regel, die man auch immer noch mal im Hinterkopf haben sollte, ist, dass häufig für Naturschutzgebiete und Nationalparks eigene Regeln aufgestellt werden. Da kann es also sein, dass man nicht einfach überall sein Zelt aufschlagen darf oder vielleicht auch generell kein Feuer mit Totholz machen darf. Von daher immer schön vorher informieren, wenn ihr in Naturschutzgebieten oder Nationalparks unterwegs seid, denn dort können häufig andere Regeln gelten. So, jetzt kommen wir zur Regel Nummer 10 und es ist eigentlich auch nur ein Tipp, und zwar, wenn ihr nochmal genau nachlesen wollt, wie jetzt genau diese Regeln zu deuten sind, geht auf die Seite der schwedischen Umweltbehörde Naturvårdsverket. Den Link lege ich auch nochmal in die Beschreibung. Lest nochmal genau nach, was tatsächlich gilt. Da kommen auch immer Updates nochmal hin, falls sich irgendwas ändert, und falls ihr nochmal eine ganz besondere Frage habt, gibt es da nochmal super viele Details. So, das waren meine 10 Regeln und Tipps zum Thema Jedermannsrecht, Allemannsrecht, und im nächsten Schwedenurlaub, da wisst ihr Bescheid. Macht's gut.